zum Text zurück. It continues, therefore, as it said, knowing meditation but not knowing liberation, how does this differ from the gods of the realm of absorption? Ja, es ist daher, wie es gesagt wird, Meditation zu kennen, nicht aber Befreiung. Welchen Unterschied gibt es zu den Göttern aus den Bereichen der meditativen Versenkung? It means that in the traditional idea there are the 6 realms of samsara. In the upper realm is the God realm, and these states are entered into by calming mental activity. Und das bedeutet, dass hier wird Bezug genommen auf die traditionelle Idee der 6 Daseinsbereiche, von denen sozusagen als der höchste, der am höchsten stehende Bereich der Götter ist, in die man hineinkommt, indem man die mentale Aktivität beruhigt. So what he's saying here is that if you if you calm your mind so that very little is going on, you're too tilted onto the subject side. Und das drückt aus, dass wenn man den Geist einfach nur beruhigt, sodass nicht sehr viel darin vor sich geht, dass man zu sehr sozusagen der Subjektseite zugeneigt ist. So it's like saying, my state determines everything. Als ob man sagen würde, mein eigener Zustand bestimmt alles. And while from one point of view that is true, und wenn das natürlich von einem Standpunkt aus gesehen wahr ist, if you're not aware of the nature of what is arising, there's a kind of mental dullness that goes with it. Wenn man dabei aber nicht bewusst ist, sich nicht bewusst ist der Natur dessen, was Erscheinung überhaupt ist, das Erstehen von Erscheinung überhaupt ist, dann ist es eine Form von mentaler Dumpfheit. But if you're too aware of what is arising and you get caught in the details, then that's just another part of samsara. Wenn man sich natürlich zu sehr der Erscheinung bewusst ist und in die Details verwickelt wird, dann ist es einfach natürlich ein anderer Pfad im Samsara. So here you say you need meditation in terms of openness, calmness, stillness. Was es hier also sagt, ist, dass man Meditation braucht im Sinne von Offenheit, Ruhe und Stille. Inseparable from the precise attention to the way all that is arising liberates itself. Aber gleichzeitig verbunden mit einer präzisen Beachtung dessen, wie alles, was ersteht, sich auch selbst aus sich selbst befreit. So, again, we are trained in school and in our lives to be pattern seeking. In der Schule und in unserem Leben werden wir dazu erzogen, nach gewissen Mustern zu suchen. Certainly for me, when Robert's playing the music, when you get more of a melodic sequence and you start to get the beginning of a repetition, the mind is going ahead, finding, oh, what will that be? Also das trifft für mich sicherlich zu, wenn Robert Musik spielt und da kommt eine melodische Sequenz, die in eine Art Wiederholung geht, dann wenn dann wieder eine vermeintliche Wiederholung anfängt, dann beginnt mein Geist sozusagen zu antizipieren, was denn noch kommen wird. The word that we use, attachment, covers all things from both I'm very attached to my favorite books to that much more subtle movement into what is arising. Und dieses Wort anhaften, das deckt eben diesen enormen Bereich, angefangen zu diesem Anhaften an meine Lieblingsbüchern bis hin zu diesen sehr subtilen Bewegungen in das, was ersteht, hinein. So interest takes us towards the object. Das Interesse bringt uns sozusagen dem Objekt entgegen. But even recognition takes us towards the object. Aber selbst das Erkennen bringt uns dem Objekt entgegen. Because there's something reassuring about having a sense of knowing what's going on. Denn da gibt es irgendetwas Rückversicherndes darin, ein Empfinden dafür zu haben, dass man weiß, was vor sich geht. So even if you listen to music which has a small amount of predictability in it, like Stockhausen. Selbst wenn man also eine Musik anhört, die nur eine sehr geringe Vorhersagbarkeitselement in sich hat, wie zum Beispiel die Musik von Stockhausen.
you can develop a sophisticated listening to this. Ah, I know there is nothing to predict in this music. Dann kann man immer noch eine sehr raffinierte Form des Zuhörens entwickeln und sich sozusagen in dem Bewusstsein schwelgen, zu wissen, dass man weiß, dass da nichts Vorhersagbares darin ist. So here we see the function of a kind of observing self. This, the way in which our being present with whatever is occurring is lost because a wedge of I'm keeping my eye on this event comes in. Und hier können wir sehen, wie sozusagen ein beobachtendes Ich ins Spiel kommt und wie man die Präsenz des einfach Präsentseins mit dem, was erscheint, verloren gehen kann, indem sozusagen noch eine Runde mehr gedreht wird und es da einen gibt, der ein Auge darauf hält, zu wissen, was erscheint. So again, it's this point that the kind of clarity or the quality of clarity that we develop through intellectual effort, through the bringing together of information that we have and so on. Das heißt, diese Art von Klarheit, die wir entwickeln können, indem wir intellektuelle Anstrengungen, Informationen zusammenbringen und so weiter. This is very different from the kind of clarity that's being described in Dzogchen. Das ist eine sehr andere Form von Klarheit als die Klarheit, die in Dzogchen beschrieben wird. It's not about making sense of something, Und es geht hier nicht darum, aus irgendetwas einen Sinn zu machen, but about being open to whatever is occurring. sondern es geht hier um die Offenheit gegenüber allem, was erscheint. So it's a phenomenological clarity rather than an epistemological clarity. Es ist also eher eine phänomenologische Klarheit und keine erkenntnistheoretische Klarheit. Which means that really, by doing less, by not engaging in mental activity, clarity will increase. Das bedeutet, dass indem wir weniger machen, indem wir uns weniger in mentale Aktivität engagieren, die Klarheit sich erhöhen wird. This is a view often espoused by teenagers. Das ist eine Sichtweise, der die Teenager sehr gerne anhängen. Leave me alone, I'm fine. I'm not worried about school. I'll get through the exam. Lass mich hier alleine, ist alles schon in Ordnung. Schule macht mir keine Sorgen, ich werde die Prüfung schon bestehen. But in that case, it's not quite true. Aber in diesem Fall ist es nicht wirklich wahr. So, you can do a lot of meditation, but if it's simply about calming yourself, the result is not a deep freedom, but more finding oneself in states of non-disturbance. Wenn man also viel Meditation macht, aber diese Meditation hauptsächlich von der Beruhigung des eigenen Geistes handelt, dann wird das Resultat nicht irgendeine Form von tiefer Freiheit sein, sondern eher sozusagen ein Resultat von störungsfreien Zuständen. And what he's saying here is very important, because he's saying that these states of calmness are artificial. Und was es hier sagt, ist sehr, sehr wichtig, denn was es eigentlich ausdrückt, ist, dass diese Zustände von Geistes wohl künstliche Zustände sind. And that's why they're not different from these higher states of samsara. Und deswegen sind sie auch nicht anders als diese hochstehenden samsarischen Zustände. You create them by calming the mind, and then they exist for a while. But when the cause of the effort to calm the mind is exhausted, more turbulence will recur. Das heißt, man beruhigt seinen eigenen Geist, dann erreicht man diese Zustände, die für eine gewisse Weile dann auch bestehen. Aber wenn die Ursachen für das Beruhigen des Geistes erschöpft sind, dann werden diese Zustände aufhören und neue, andere Turbulenzen werden aufkommen. Because it's a sort of double move that you can have when you have a holiday. Das ist sozusagen diese doppelte Bewegung, die man haben kann, wenn man Ferien macht. Working, then you have a couple of weeks relaxation, maybe in the sunshine. Das ist zuerst schuftet man und dann hat man ein paar Wochen vielleicht eine Zeit für Entspannung, vielleicht liegt man da in der Sonne. At the end of it, maybe you feel more fresh, and in that way, when you go back into work, you have more energy to face the task. Und am Ende dieser Ferien fühlt man sich vielleicht erholt, erfrischt und hat vielleicht mehr Energie, dass, wenn man dann in die Arbeit zurückkehrt, dann mehr Energie hat, die Aufgabe auch zu bewältigen. But because you've also had these 2 weeks to be closer to yourself,
you've returned to a quality of sensitivity. Und da man aber auch diese Zeit hatte, in der man sich selbst näher sein konnte, kennt man auch diese Qualität der Empfindlichkeit, kommt man näher wieder. And when you go into work, it's like going into a hell realm. Und wenn man dann in die Arbeit zurückkehrt, dann ist es wie, als ob man in den Höhlenbereich abstiege. What is this? Was ist das bloß? How could I be spending my life in this kind of building with these people? Wie werde ich denn mein ganzes Leben mit diesen Leuten in diesem Gebäude verbringen? But luckily, Morpheus comes and kisses us and we fall asleep into just life as usual. Aber glücklicherweise kommt Morpheus, küsst uns, wir schlafen wieder ein und das Leben geht wie üblich weiter. So, even if you spend a long time in a peaceful God realm, it doesn't give you any more capacity to deal with turbulence. Selbst wenn man also eine lange Zeit im Götterbereich verbracht hat, gibt uns das keinerlei zusätzliche Fähigkeiten, mit Turbulenzen umzugehen. In fact, it can make you more startled. Im Gegenteil, es könnte uns sogar mehr erschüttert machen. So, that's why attention to the liberation of phenomena is very important. Und das ist der Grund, warum die Beachtung der Befreiung der Erscheinungen so wichtig ist. So he's saying, if you don't have confidence in the vital ways of liberation, the three methods he described before, but only have some skill in the meditation of absorption and mental stillness, you will go astray in these upper realms. Wenn du also kein Vertrauen in die vitalen Wege der Befreiung hast und nur an die Meditation der Versenkung in geistige Stille glaubst, so wirst du auf die Abwege der Versenkung in die höheren formlosen Bereiche geraten. Those who feel that the recognition of stillness and movement is sufficient are not different from ordinary people with their confused thoughts. Jene, die das Gefühl haben, dass das Erkennen der Stille und der Bewegung ausreichend ist, unterscheiden sich in nichts von den gewöhnlichen Leuten mit ihren verwirrten Gedanken. What he's referring here to is being able to see what is going on, Und das bezieht sich darauf, dass die Fähigkeit zu sehen, was vor sich geht, but still being locked into the normalization of that state of affairs. aber immer noch sozusagen eingeschlossen zu sein in die Normalisierung also sozusagen das für gewöhnlich halten dieses Zustandes. That is to say, there's a self-referential loop going on. Das drückt aus, dass dort eine selbstbezogene Rückkopplungsschleife vor sich geht, In which I know that this is what is happening. I am the one who is making sense of it. in welcher sozusagen man sagt, ich weiß, was vor sich geht und ich bin derjenige, der darin den Sinn erkennt. And so that's why he says it's no different from ordinary beings. Und dann ist das, wie er sagt, nicht verschieden von dem, was gewöhnliche Wesen machen. Whether you know what kinds of vegetables are growing in someone's garden here, or whether you know that subtle thoughts are rising in your mind, if the one who knows that is being confirmed as truly existing, it's the same kind of activity. Ob man jetzt nun genau weiß, welche Art von Gemüse im Garten da drüben wächst, oder ob man weiß, welche Art von subtilen Gedanken gerade in dem eigenen Geist aufkreuzt, solange der Glaube vorhanden ist, dass man selbst als der Wissende sozusagen als eine beschränkte Entität vorhanden ist, ist es dieselbe ich-bestätigende Aktivität. And that's why the use of pet is very important. Und das ist der Grund, warum der Gebrauch von diesem Pet so wichtig ist. Because it particularly disrupts these subtle chains of signifiers which become a kind of safety net of samsara that keeps you somehow back in the game. Denn dieses Pet durchtrennt diese ununterbrochene Kette von Bedeutungsträgern, die wir ja sehr gerne sozusagen zu unserem Sicherheitsnetz des Samsara machen und die uns natürlich dann auch in diesem Samsara gefangen hält. And then he says, although you may have a clear conceptual understanding of emptiness and the natural mode, when difficult situations occur, the weakness of this kind of antidote becomes apparent and you're not able to solve things on your own. Hence, without this, meditation is a means to bewilderment. Dann heißt es hier, obgleich du ein klares begriffliches Verständnis der Leerheit und der natürlichen Seinsweise haben magst,
wird die Schwäche dieser Art von Gegenmittel offensichtlich, wenn schwierige Umstände erscheinen, und du wirst nicht in der Lage sein, die Dinge selbstständig zu lösen. Daher heißt es, ohne dies ist Meditation ein Mittel der Verwirrung und Bestürzung. It's to say, as long as life is reasonably calm, and intellectual clarity will provide sufficient means of organizing and protect the material that's arising and protecting yourself. Und das bedeutet, dass solange das Leben sozusagen hinreichend in ruhigen Bahnen verläuft, wird unser intellektuelles Verständnis oder unsere intellektuelle Klarheit ausreichend sein, um das Material um uns herum zu organisieren und sich selbst zu beschützen. But because this conceptual understanding is always limited, it's open to being overwhelmed. Da aber dieses konzeptuelle oder intellektuelle Verständnis immer begrenzt ist, ist es auch immer offen dafür, überwältigt zu werden. So in the hospital I often see people who in their adult life have faced some kind of trauma. Im Krankenhaus sehe ich also immer wieder Leute, die in ihrem Erwachsenenleben irgendeine Art Trauma durchlitten haben. And they often can't believe that after even a year after what occurred, they're still upset. Und sie können selbst nicht glauben, dass sogar vielleicht nach einem Jahr, nach dem, was geschehen ist, sie immer noch aufgebracht sind. So, but I've always been so clear. I mean, it's just not like me. I don't understand why I would be upset. Sie sagen dann, ich war immer so klar und das ist gar nicht wie ich selbst. Ich verstehe das gar nicht, warum ich so aufgebracht bin. What was happening before was that due to the balance between the level of outer events and the inner competence, the person felt okay. They felt in charge of their life. Was aber vorher geschehen war, ist, dass aufgrund dieser Balance zwischen eigener Kompetenz und der Art und Weise, wie die äußeren Ereignisse waren, die Leute sich im Wesentlichen in Ordnung gefühlt haben und das Gefühl hatten, sozusagen das Leben selbst in der Hand zu haben. Then the trauma occurred and they could not cope. Und dann kam das Trauma und sie konnten damit nicht umgehen. And that embeds an anxiety in the system. Und das bettet eine Ängstlichkeit ins System ein. The illusion of power and confidence has been collapsed. Die Illusion von Macht und Zuversicht ist kollabiert. But because the person wants to return to the status quo ante, how things were before, they feel something's gone wrong. Da aber die Person sozusagen zu dem zuvor vorhandenen Status quo gerne zurückkehren würde, haben sie das Gefühl, dass irgendwas schiefgegangen ist. And what they're resisting is a kind of existential awakening to the fact that the world is not going to be structured on their own personal terms. Und was sie da versuchen zu widerstehen, ist sozusagen ein persönliches Erwachen zu der Tatsache, dass die Welt nicht gemäß ihren persönlichen Bedingungen existiert. Es ist ein existenzielles Erwachen sozusagen zu dieser Tatsache. So that's why I'm saying, when difficult times come, you can't solve these things by yourself. Wenn diese schwierigen Zeiten kommen, dann kann man eben diese Dinge nicht durch sich selbst lösen. Because we just then go back to the repertoire of our own familiar responses. Wir gehen immer zurück zu dem Repertoire unserer gewohnten Reaktionen. Which is why whenever we have the chance to go deeper and deeper into the meditation, in order to be making the vital shift away from a kind of familiar self-reliance to an infinite trust that if all that we know falls apart, there will still be the natural openness of the mind. Und das ist der Grund, warum wann immer wir die Chance dazu haben, tief in die Meditation gehen, in die tiefe Meditation zu gehen, wir sozusagen die Einsicht entwickeln, dass selbst wenn die gewohnten Muster oder die gewohnten Reaktionsmöglichkeiten wegfallen, wir das Vertrauen haben können, dass da immer noch die unendliche Offenheit übrig bleibt. Selbst wenn die Dinge auseinanderfallen. So, although there is nothing to get, if you don't get this nothing, you'll have a problem. Das heißt, obwohl es da nichts zu bekommen gibt, wenn wir dieses Nichts nicht bekommen, dann haben wir ein Problem.
Because as long as it's all up to you, there is the anxiety of holding yourself together, being competent, learning more, developing your skills and so on. Und solange man das Gefühl hat, dass es an einem selber liegt, gibt es immer noch diese Ängstlichkeit, dass wir die Dinge irgendwie zusammenhalten müssen, dass wir mehr lernen müssen, mehr Dinge entwickeln müssen und so weiter, kompetenter sein müssen. But many situations are beyond individual capacity. Aber viele Situationen befinden sich jenseits einer individuellen Befähigung. And the cult of the hero is a kind of additional narrative obscuration in this area. Und sozusagen der Heldenkult ist eine sozusagen zusätzliche erzählerische Verdunklung in diesem Gebiet. That we should be able to push through and we should be able to overcome. Dass wir sozusagen von uns erwarten, wir sollten die Fähigkeit haben, die Dinge irgendwie durchzudringen und zu überwinden zu können. So, Buddhism, especially Tibetan Buddhism, is a melange of many different views and levels of understandings and storylines. Nun, Buddhismus, insbesondere der tibetische Buddhismus, ist eine richtige Mixtur von sehr unterschiedlichen Niveaus, Levels und auch Geschichtslinien. Some of you may know the autobiographies of Padmasambhava, many details about all the wonderful things he did in his life. Manche von euch kennen vielleicht die Autobiografie von Padmasambhava, in der viele sehr wunderbare Details seiner Entwicklung dargestellt sind. And, Milarepa, Rechungpa, there are so many biographies. In fact, the entire literature of hagiography in Tibet. Es gibt also auch viele Biografien, Milarepas, Rechungpas. Es gibt eine ganz eigene Gattung der Hagiografie in Tibet. Is simply a version of the hero's journey. Und das alles ist einfach eine Version der Heldenreise. It's a trope of literature. Trope? Trope means it's a particular style, a set of motifs which is repeated. Das ist sozusagen Kind of genre. Ein Genre, ein Literaturgenre. These are nice stories. Hübsche Geschichten. But the key thing about Padmasambhava wasn't that he was able to catch demons and crush them and control them. Aber der Schlüsselpunkt an Padmasambhava war nicht, dass er fähig war, Dämonen am Schlawittchen zu packen und sie zu zerschmettern oder sie zu beherrschen. Although the tilt towards power is very enticing and intriguing. Obwohl natürlich diese Neigung zur Macht sehr, sehr anregend und verführerisch ist. The most important thing is that he wasn't afraid. Aber das Wichtigste war daran, dass er keine Furcht kannte. And the way he wasn't afraid was because his mind was integrated with a state of openness which didn't become small and frightened and vibrating in the face of difficulty. Und die Art und Weise, wie er nicht furchtsam war, war die, dass er integriert war in den Zustand der Offenheit, sodass er angesichts von Schwierigkeiten nicht in irgendeiner Weise kleiner wurde und in Furcht vibriert hat. So it's not about heroic mobilization, someone pulling themselves together again to face another challenge. Es geht ja also nicht um eine heroische Mobilisierung, wo jemand sich sozusagen von innen her zusammenreißt und dann mit Macht herausgreift, um dieser Herausforderung zu begegnen. Well, that's the activity of samsara. Das ist natürlich eine samsarische Aktivität. The level in the 6 realms of the jealous gods means they're always going into battle. Die Ebene der eifersüchtigen Götter im Samsara ist die Ebene von Leuten, die ständig in eine Schlacht ziehen. So, meditation becomes a bewilderment, it becomes a kind of confused activity if it's done from the point of view of my development, my power, my accomplishment. Und so wird Meditation sein eine Quelle von verwirrter Aktivität, von Bestürzung, wenn sie ausgeführt wird vom Standpunkt einer Ich-Aktivität, von meiner Errungenschaft. And he makes this clear in the next short paragraph. Although various names are applied, such as liberating on arising, self-liberating and naked liberating, this method of pure traceless liberation by the self-liberation of thoughts is the one essential point that clearly demonstrates self-liberation.
It is the extraordinary special teaching of the natural great perfection. Und das wird alles sehr schön in einem sehr kurzen Abschnitt zusammengefasst. Da heißt es, obgleich verschiedene Namen darauf angewendet werden, wie etwa Befreiung beim Entstehen, Selbstbefreiung oder nacktes Befreien, ist diese Methode der reinen, spurlosen Befreiung durch die Selbstbefreiung der Gedanken der eine essentielle Punkt, der klar die Selbstbefreiung aufzeigt. Dies ist die außergewöhnliche, besondere Lehre der natürlichen großen Vollendung. So, in the first part of this paragraph, he's pointing out our tendency to make everything technical. Der erste Teil dieses Abschnittes weist auf unsere Tendenz hin, alles irgendwie technisch zu machen. Someone out of their meditation has a particular experience and they write this down as a description. Jemand hat aus seiner Meditation eine bestimmte Erfahrung und dann schreibt er das als eine Beschreibung nieder. Like, I experienced this liberation on arising. Ich habe diese Befreiung beim Entstehen erfahren. Then someone reads this and says, "Oh Master, how can I also attain this great liberation on arising?" Und dann liest der Schüler das und sagt, Meister, wie kann ich denn auch diese Befreiung beim Entstehen erfahren? So then the Master writes the 10 essential points of a deep training in realizing liberation on arising. Und dann schreibt der Meister dann die 10 essentiellen Punkte des tiefen Trainings der Befreiung beim Entstehen. And in that way you have more reification. You have moments of experience turned into things which are then copied and repeated. Und auf diese Weise haben wir eine verstärkte Verdinglichung. Das heißt, wir haben lediglich Momente, Augenblicke von Erfahrung, die dann plötzlich zu Dingen verwandelt werden und dann, die man versucht zu kopieren. These are only names. Don't get lost in the little nuances. Because if you look at your own mind, you'll find for yourself your own experience. And you might want to call that something different. But if you get too caught up in these categories, when you go into your own experience, the danger is you keep trying to rectify your experience in terms of these categories because you think they're very important. Und man darf also nicht verloren gehen in diesen kleinen Nuancen, denn das Wichtigste ist, dass man sozusagen wirklich eine eigene Erfahrung davon macht. Wenn man also zu sehr an diesen Nuancen festhält, wenn man zu sehr an diesen Namen festhält, dann könnte es passieren, dass man, wenn man in die eigene Erfahrung geht, in der man dann vielleicht eigene Namen dafür finden würde, was man erfährt, dann würde man immer versuchen, die irgendwie anzugleichen mit diesen theoretischen Begriffen. So, the pure, traceless liberation is to be present in each moment and not anywhere else. Und diese reine, spurlose Befreiung ist gegenwärtig zu sein in jedem Moment und nirgendwo anders. This is the meaning here of recollection. If you always are back with yourself, you will be here with the next arising. Und das ist die Bedeutung von Sammlung, denn wenn man wirklich zurück bei sich selbst ist, dann wird man auch beim nächsten Erscheinen auch gegenwärtig sein. But if you follow after the thought that's gone, or you move towards the thought that might be coming, wenn man aber einem Gedanken nachfolgt, der bereits gegangen ist, oder einem Gedanken entgegengeht, der möglicherweise kommen würde, you will no longer be time itself, dann wird man nicht länger die Zeit selbst sein, but will have jumped into the process of the 3 times of past, present and future. sondern man wird in den Prozess der 3 Zeiten von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft springen. So, central thing is relax and being present again and again and again. Der zentrale Punkt hier ist also, entspanne dich und sei gegenwärtig im gegenwärtigen Augenblick und das wieder und wieder und wieder. Because the past is an idea. Die Vergangenheit ist eine Idee, The future is an idea. Zukunft ist eine Idee And most of our sense of the present is also an idea. und das meiste, was wir von der Gegenwart mitkriegen, ist auch nur eine Idee. These ideas are simply the energy of the mind moving hither and thither. Und diese Ideen sind nichts anderes als die Energie des Geistes, der hin und her geht. So by relaxing and staying open in the state of the mirror, you can let them come, but you know this is only an idea, it's an illusion. Indem wir aber entspannen und in dem offenen Zustand des Spiegels verweilen, können wir sie kommen und gehen lassen, in dem Wissen, dass es ohnehin eine Illusion ist. He says this is the special teaching of Dzogchen, because all the other yanas, all the other different levels and methods of practice are about activity.
Und das wird dann ausgedrückt, dass dies hier eine besondere Lehre des Dzogchen ist, denn alle anderen Yanas, alle anderen Fahrzeuge befinden sich mehr auf der Ebene der Aktivität. But this also particular points out the real danger in Dzogchen. Aber auch dies verweist auch auf die wirkliche Gefahr in Dzogchen. Is that you cheat yourself. Und das ist, dass man sich selbst betrügt. That you remain, as you were saying earlier, in a conceptual understanding, and you don't attend to the subtle weavings of habitual movements across the three times. Dass man nämlich lediglich bei dem intellektuellen, konzeptuellen Verständnis verweilt und nicht wirklich den subtilen Verwebungen, die in den drei Zeiten stattfinden, wirklich beiwohnt, sie beachtet. This is why he's saying that the pet is so important, because it can cut right through. You know? Und das ist der Grund, warum er immer wieder sagt, dass das Bett so wichtig ist, weil es die Macht hat, da hindurchzuschneiden. It's like television adverts, when they say some new spray on oven cleaner. Das ist wie bei einer Fernsehwerbung, zum Beispiel werben sie dafür irgendeinen neuen Ofenreiniger-Spray. Here we have 2 dirty ovens. Wir haben 2 dreckige Öfen. The first we spray with ordinary Buddhist teachings. Den ersten besprühen wir mit normalen buddhistischen Unterweisungen. The second we spray with Dzogchen. Den zweiten besprühen wir mit Dzogchen. After half an hour, the housewife with a very pretty bottom leans over and wipes it. Nach einer halben Stunde, die Hausfrau, die einen wunderbaren Hintern hat, lehnt sich dahin und mühelos wird der Ofen sauber. And she looks disappointed because there's still greasy traces in her oven. Und sie ist aber sehr enttäuscht, weil da immer noch fettige Flecken auf ihrem Ofen sind. But then the Dzogchen oven, shining, rainbows. Aber der Dzogchen-Ofen, der ist strahlend und hat kleine Regenbögen um sich. So now you know what to buy. Also jetzt wissen wir, was zu kaufen ist. If you have this essential point, then whatever afflictions and thoughts occur manifest as the natural mode. Bewildering thoughts are purified as pristine cognition. Wenn du über diesen essentiellen Punkt verfügst, wird sich, was immer an Plagen und Gedanken aufkommt, als die natürliche Seinsweise manifestieren und verwirrend bestürzende Gedanken werden zur ursprünglichen Erkenntnis gereinigt. So it means you don't have to be afraid of anything which is going to occur in your mind. Das heißt, dass wir keine Furcht vor, was auch immer in unserem Geist erscheint, haben müssen. Fear, anxiety, worry, despair, hopelessness, all the most intense and disturbing things can be experienced as inseparable from the Dharmakaya. Furcht, Angst, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Depression, was immer es ist, was an intensivsten Zuständen in uns aufkommen mag, können alle als untrennbar vom Dharmakaya erfahren werden. That is to say, because the mind remains open and merged in the state of Dharmakaya, whatever is arising is recognized as its own energy, its own display. Denn da der Geist offen bleibt und eingetaucht ist in den offenen Zustand des Dharmakaya, kann er alles, was erscheint, erkennen als seine eigene Schau, seine eigene Energie. And this brings the liberation on both the side of the subject and the object. Und das bringt die Befreiung auf beiden Seiten, auf der Seite des Subjekts und auf der Seite des Objekts. Because in being merged with the Dharmakaya, there is no individual subject to be trapped. Denn wenn man mit dem Dharmakaya verschmolzen ist, gibt es keinerlei individuelles Subjekt, das irgendwie gefangen sein kann. And on the object side, these arisings that would normally bind us have no other source than the Dharmakaya itself, and so they have no power. Und auf der Objektseite sind all diese Erscheinungen, die normalerweise uns fesseln würden, haben keine Macht über uns, dass sie auch schlichtweg einfach Manifestationen aus dem Dharmakaya sind. He says, and bewildering thoughts are purified as pristine cognition. Und daher werden bestürzende Gedanken als zur ursprünglichen Erkenntnis gereinigt. Pristine cognition means the primordial noetic capacity, the capacity to be present with and illuminate whatever is going on. Und diese ursprüngliche Erkenntnis nichts anderes als sozusagen die ursprüngliche noetische, erkennende Fähigkeit des Geistes, einfach gegenwärtig zu sein und das, was da ist, zu illuminieren, zu beleuchten. And
when there is no one to be caught by the bewildering thoughts, Wenn es aber keinen gibt, der irgendwie durch die bestürzenden, verwirrenden Gedanken gefangen werden könnte, the movements themselves increase the clarity of the mind. dadurch können die Bewegungen selbst die Klarheit des Geistes sogar erhöhen. In a tantric text, the thoughts that move in the mind are often said to be like dakinis. In den tantrischen Texten wird von den Gedanken, die sich im Geiste bewegen, oft gesagt, sie seien Dakinis. The dakinis are very playful and free. Eine Dakini ist sehr verspielt und frei. They move easily in the sky, Sie bewegen sich frei durch den Himmel, playing instruments, laughing, spielen Instrumente, lachen. going wherever they need to and want to go. Sie gehen, wo immer sie hinzugehen brauchen oder wollen. In the same way, when the mind is not trapped inside the idea, the movement of these different ideas become like a free gesture. In der gleichen Weise, wenn der Geist nicht in eine Idee gefangen ist, dann ist die Bewegung dieser Ideen sozusagen mehr oder weniger einfach eine freie Geste. And then from that you have more confidence to manifest in these many different ways according to the situation. Und von diesem Punkt aus hat man mehr Zuversicht, Vertrauen, sich so zu manifestieren, wie die verschiedenen Situationen es erforderlich machen. And this is the basis for developing spontaneity. Und das ist die Grundlage für die Entwicklung von Spontaneität, Trusting the immediacy of manifestation nämlich das Vertrauen in die Unmittelbarkeit der Manifestationen and essentially that there is a self-organizing principle, und im Wesentlichen, dass es da auch ein selbstorganisierendes Prinzip gibt, an autopoiesis, which permits whatever is necessary to come into place right at the perfect moment. Autopoiesis. It's a term from biology, from Maturana, which means Like the self-organization. like a kind of synergetic organization, self-organization. Eine Autopoiese oder eine Art von synergetischer Selbstorganisation dessen, was erscheint. Yeah. So, rather than having to think and worry about what you will do, Statt also über das, was wir vorhaben zu tun, zu denken und sich Sorgen zu machen, the movement of the mind organizes itself into the situation. organisiert sich die Bewegung des Geistes aus sich selbst heraus in die Situation hinein. Of course, clearly, narcissism, pride, self-preoccupation, hatred of others, there are many small negative factors which could get wound into this. Natürlich könnten Narzissmus, Stolz, Hass gegen andere und viele andere solche Dinge gewissermaßen auf subtile Weise in diese Bewegung mit eingewalkt werden. But I think if you observe yourself, you can see directly that when you're up to something, Aber wenn wir uns selbst sehr genau beobachten, dann können wir sehr unmittelbar sehen, dass wenn wir was vorhaben, it has a particular flavor. dass das auch immer einen bestimmten Geschmack mit sich bringt. The conscious element to the intentionality Dieses bewusste Element in der Absichtlichkeit splits the immediacy of the natural flow, spaltet die Unmittelbarkeit des natürlichen Flusses, because you now have either a game plan operating in advance denn dann haben wir entweder einen Spielplan, der sozusagen von hinein schon gefasst ist, or a rake-off at the end to take the profit to yourself. oder zumindest einen Impuls, den Profit aus der Situation für sich selbst zu nehmen. I imagine we're all aware of doing that sometimes. Und ich kann mir vorstellen, sagt er, dass wir uns vielleicht bewusst werden, dass wir das zuweilen auch tun. Scoring a point, doing something to appear a bit more impressive or whatever it would be. These are the ordinary games of social interaction. Sagen, irgendwo einen Punkt für sich zu gewinnen oder irgendwas dafür zu tun, dass man für andere Leute eindrucksvoller erscheint. Das alles sind natürlich Dinge, die da und dort in unseren sozialen Interaktionen stattfinden. But this spontaneity has no intention. Aber diese Spontanität, von der hier die Rede ist, hat keine Intention, keine Absicht. It's not coming out from one place to another place trying to achieve something. Sie kommt nicht aus einem Ort und geht zu einem anderen Ort, um etwas zu erreichen. It's just a participation, a taking one's place in
the domain which is evolving. Das ist lediglich eine Teilnahme, das ist das Einnehmen des eigenen Platzes in eine Situation, die in eine Evolution, in eine Entwicklung begriffen ist. So in that sense, it's both active and passive. Und in diesem Sinne ist es etwas sowohl Aktives als auch Passives. And this is a very important area to observe for yourself. Und das ist ein sehr wichtiges Gebiet, das man für sich selbst beobachten sollte. What are the fears and anxieties that get in the way of spontaneity? Was sind die Befürchtungen, Ängste, die uns für die Spontanität im Weg stehen? And often this is limited to having developed a self-image. Und das ist oft dadurch begrenzt, dass wir eine gewisse Art von Selbstbild entwickelt haben. I know who I am. I know what I'm like. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wie ich bin. But that's like a little house you live in, the way a snail lives in a shell. Das ist aber wie ein kleines Häuschen, in dem man lebt, wie ein Schneckenhäuschen. And it limits the freedom you can have. Und das beschränkt natürlich die Freiheit, die wir haben können. The mind is very wonderful, very big. All of us can show many, many different things. Der Geist ist wunderbar, ist sehr groß und alle von uns können viele verschiedene Dinge zeigen. So it's very important to observe how you diminish your own freedom. Es ist also sehr wichtig zu beobachten, auf welche Weise wir unsere eigene Freiheit begrenzen. And what habitual contracts live in your head which tell you that this limitation is a good idea. Und welche gewohnheitsmäßigen Verträge, die in unserem Kopf leben, uns dann auch sagen, dass diese Begrenzungen eine sehr gute Idee für uns sind. So then he says, difficult circumstances appear as helpers. The afflictions become the path. Without being abandoned, samsara is purified in its own place. Dann heißt es hier, schwierige Umstände erscheinen als Helfer. Die Plagen werden zum Pfad. Ohne aufgegeben zu werden, wird Samsara am eigenen Ort gereinigt. Du wirst von den Fesseln von Samsara und Nirvana befreit sein. So, difficult experiences become helpers because in order to deal with them, we need to move out of our habitual frame of reference. Sorry. Okay, so these difficult circumstances become helpers because they present a challenge that's a little bit, it's outside our comfort zone. It takes you into your growing age. Diese Schwierigkeiten werden deswegen zu helfen, weil sie sozusagen eine Herausforderung darstellen, uns aus unserer Bequemlichkeitszone sozusagen rausbringen. And so they're helpers because they're helping you to realize that you are much greater than you thought you were. Und sie sind deswegen Helfer, weil sie uns helfen zu erkennen, dass wir viel größer sind, als wir gedacht haben. You know, if we read in the text that your own mind is the Dharmakaya and the Dharmakaya has infinite potential, then why would we be blocked by this difficulty in our life? Wenn wir im Text lesen, dass unser eigener Geist der Dharmakaya ist und der Dharmakaya aber dieses unendliche Potenzial hat, warum sollten wir eigentlich durch die Schwierigkeiten in unserem Leben in irgendeiner Weise blockiert werden? And so often what is happening here is that there is a misinterpretation of fear. Und so oft, und das ist das, worauf sich dieser Text bezieht, ist, dass wir eine falsche Interpretation unserer Angst haben. So we have a fear or an anxiety perhaps about entering a social situation. Vielleicht haben wir irgendeine Furcht oder Angst, in eine bestimmte soziale Situation einzutreten. As if something terrible could happen. Als ob etwas Schreckliches passieren könnte. If something really terrible could happen, then the fear would be useful. Wenn etwas wirklich Schreckliches passieren könnte, dann wäre die Angst vielleicht nützlich. For soldiers in Afghanistan going down country roads where there are landmines, it's appropriate to be full of fear. Wenn man als Soldat eine Landstraße entlang läuft in Afghanistan und diese Straße voller Landminen ist, ist es angemessen, voller Angst zu sein. Because they see their colleagues without legs. Denn sie können ihre Kollegen ohne Beine sehen. But for us, most of the things that are very scary are not really so scary at all. Aber für uns sind die meisten Dinge, die so für uns so fürchterlich erscheinen, sind überhaupt nicht fürchterlich. So we suffer from a kind of false cognitive looping. Wir leiden lediglich an einer falschen kognitiven Rückkopplungsschleife. We're telling ourselves something is really dangerous when in fact it's not so dangerous. Wir erzählen uns, dass etwas sehr gefährlich sei, wenn es in Wirklichkeit nicht so gefährlich ist. It's not dangerous in itself.
Es ist vor allem nicht in sich selbst gefährlich. Because usually we can see other people are doing this thing that frightens us. Denn wir können auch sogar für gewöhnlich andere Leute sehen, die das, was uns erschreckt, tun. But it feels dangerous for us because it's bringing us to the limit of what we know to be ourselves. Es ist lediglich für uns gefährlich, weil es uns an die Grenze dessen bringt, was wir für uns selbst halten. And that's why he's saying these difficulties are very useful, because they help you to step over your own limitation. Und deswegen sagt er, dass diese Schwierigkeiten so hilfreich sind, weil sie uns helfen, über unsere eigenen Grenzen zu schreiten. When you're a child, your parents have power to tell you when to go to bed and so on. Wenn wir Kinder sind, haben die Eltern die Macht, uns zu sagen, wann wir ins Bett gehen sollen und so weiter. But when you're an adult, not so many people have power to tell you what to do. Wenn wir aber erwachsen sind, haben nicht so viele Leute die Macht, uns zu sagen, was wir zu tun haben. And the policeman is in your head. Der Polizist befindet sich aber in unserem Kopf. And so, in order to develop spontaneity, it's about observing yourself again and again. Where do you get frightened? What is it you turn away from? How do you inhibit your playful extension, the playful extension of your energy? Und deswegen, um sich selbst zu kennen, muss man sich selbst sehr genau wieder und wieder beobachten und genau beobachten, in welchen Situationen erschrickt man, was ist es denn, was man nicht wahrnehmen will, von welchen Dingen dreht man sich sozusagen weg, wann behindert man sich selbst an einem spielerischen Weiterwerden unserer Energie zu partizipieren und dergleichen mehr. The afflictions become the path when you're directly in touch with the arising of your anger, your pride, your selfishness and so on. Und da diese Plagen, diese Störungen werden dann zum Pfad, wenn wir direkt unmittelbar am Erstehen dieser Dinge wie Zorn, Eifersucht, Stolz und so weiter präsent sind. And instead of them being something which is defiling your own situation or poisoning you, Und statt sie als etwas zu nehmen, das unsere eigene Situation verschmutzt oder vergiftet, you can see that energy, that anger, pride, desire are energetic movements. können wir sehen, dass all diese Dinge wie Zorn, Eifersucht, Begierde und was immer energetische Bewegungen sind. They are connected. Sie sind verbindend. But is it the best kind of connection for this situation? Die Frage ist dann nur, ist es die beste Art der Verbindung für die gegebene Situation? Generally speaking, it's quite nice to have a direct flight. Allgemein gesprochen ist es sehr angenehm, wenn man einen Direktflug gebucht hat. I could fly into Basel by changing at Frankfurt or Madrid or Paris or Amsterdam Schiphol, but I can also get a direct flight. Ich könnte nach Basel fliegen, indem ich einen Umstieg in Frankfurt habe, vielleicht in Madrid, vielleicht in Paris oder Amsterdam, aber es ist sehr nett, direkt nach Basel zu fliegen. That is to say, what is going on between London and Basel? Mit anderen Worten, was geht da vor sich zwischen London und Basel? Why would one put some impediment onto the journey? Warum wollte man da irgendwie eine Behinderung in die Reise noch einbauen? So, when anger starts to arise inside you, and maybe sometimes you don't even have any sense of the object, but usually there's some kind of point of irritation that it's moving towards. Wenn also zum Beispiel Zorn in uns aufsteigt und manchmal haben wir nicht einmal ein Gefühl dafür, dass es dafür ein Objekt gibt, aber manchmal sehen wir, dass es irgendeinen irritierenden Punkt da gibt. Is this the real focus? Ist das dann wirklich der wirkliche Fokus? So, if you were looking at it from the point of view of psychotherapy, you would be trying to find, well, what's the origin of the anger? Is it a displacement of anger towards your father onto some authority figure? Wenn man das von der psychotherapeutischen Seite betrachten würde, würde man natürlich den Ursprung dieses Zorns untersuchen. Ist es irgendeine Verschiebung vielleicht des Zorns auf den eigenen Vater oder sonst irgendeine Autoritätsfigur? Or you might think it's due to some previous karma and therefore you need to do purification. Oder man könnte denken, es ist der Ausdruck irgendeines früheren Karmas und man müsste dafür dann irgendeine Art Reinigung machen. Or you might think it's due to the immediate faults of the other person. Oder man kann einfach annehmen, dass der Zorn aufgrund der Fehler der anderen Leute entsteht. And because of the strength of your belief system, you feel entitled to give them the force of your anger.
Und aufgrund der Stärke unseres eigenen Glaubenssystems fühlen wir uns berechtigt, dann die ganze Kraft unseres Zorns spüren zu lassen. But these would all be indirect journeys. All das wären sozusagen indirekte Reisen. The direct journey is to be, if you're present in the moment, the arising of the anger is the energy of the Dharmakaya. Die direkte Reise wäre, dass, wenn man wirklich gegenwärtig ist, im Augenblick des Erstehens von Zorn, dass die Energie dass der Zorn direkt die Energie des Dharmakayas ist, das zu erkennen. It won't have any heaviness in it. Dann wird er keinerlei Schwere in sich haben. Because it's arising into a situation, it's the field of non-duality. Denn er steht in die Situation hinein, in das Feld von Nicht-Dualität. It's not an import from some earlier situation or a neurotic structure. Es ist kein Import aus irgendeiner früheren Situation oder irgendeiner neurotischen Struktur. And in that way, the ways in which your mind is arising is the path. The path means you stay present with it and you observe it both when you're sitting in the meditation cushion and in your interactions with the world. In dieser Weise wird die Art und Weise, wie Dinge in unserem Geist entstehen, zum Pfad. Und dieser Pfad ist da, wenn wir auf dem Kissen sitzen und in Meditation sind, aber er ist auch da, wenn wir in einer Situation sind und bestimmte Dinge in uns entstehen. Because it's the path of energy. Denn das ist ein Pfad der Energie. The mind itself doesn't need a path because it's not going anywhere. Der Geist selbst braucht keinen Pfad, der geht ja nirgendwo hin. The mind doesn't move, energy moves. Es ist nicht der Geist, der sich bewegt, sondern seine Energie bewegt sich. What is the nature of that connected energy? Was aber ist die Natur dieser verbindenden Energie? What is the right pitch? Was ist die richtige Schwingung, Tonhöhe sozusagen? Then that depends on being able to see. Und das hängt davon ab, dass man fähig ist zu sehen. It's like when people are learning to play golf. Ein bisschen wie wenn die Leute lernen, Golf zu spielen. They have to learn to breathe and to relax in the body. Sie müssen zuerst lernen zu atmen und sich im Körper zu entspannen. To swing through the whole spine, right up from the hips to the shoulders. Durch die ganze Wirbelsäule durchzuschwingen, von den Hüften bis zu den Schultern. And most importantly, they have to keep learning to look for the ball. Das Wichtigste ist, dass sie lernen müssen, nach dem Ball zu schauen. Because when you're practicing, you look at the ball, then you raise the club, then you look at the ball again, and you do that many times. Then when you really know that's the ball, that's where it wants to go, then you whack it. Denn wenn man lernt zu schlagen, dann guckt man zuerst den Ball an, dann den Schläger, dann wieder den Ball. Und wenn man wirklich weiß, wo der Ball ist und wo er hinfliegen soll, dann schlägt man. That is to say, if the direction of the green that you're aiming for and your embodiment and the nature of the club and the ball are all in the same direction, you're going to have a good shot. Das heißt, wenn sozusagen die Richtung, in die das Loch liegt und in die der Ball fliegen wird und die Richtung des Golfschlägers, wenn alles gut ausgerichtet ist, dann werden wir einen guten Schuss haben. So anger, jealousy, pride and so on become a problem when they are interrupted by distraction from the moment. Und Zorn, Eifersucht, Stolz und so weiter werden dann zum Problem, wenn sie unterbrochen werden durch die Ablenkung vom Moment weg. So then he says, without being abandoned, samsara is purified in its own place. So this means you don't have to make any effort to change what is there, because the reality of our life is always the view from here. Wie es dann hier heißt, ohne aufgegeben zu werden, wird Samsara am eigenen Ort gereinigt. Und das drückt aus, dass da nichts... No. Okay? The reality of our life is always the view from here. Denn die Realität unseres Lebens ist immer das Sehen von hier. You can see this particularly in this kind of environment. Das kann man natürlich besonders in einer solchen Umgebung hier sehen. If you walk up the hill, every step you take unfolds a new view. Wenn wir den Hügel hinauflaufen, dann wird jeder Schritt, den wir nehmen, eine neue Sicht eröffnen. What you can see is the availability of the gaze in this particular location. Was man sehen kann, ist die Verfügbarkeit eines bestimmten Ausblicks in genau diesem Punkt.
You can't see from a place where you are not. Wir können also nicht von einem Ort sehen, an dem wir nicht gerade sind. This is at the heart of all the Buddhist practice. Und das befindet sich am Herzen aller buddhistischen Praktiken. When you are located in a terrain of habit, of karmic limitation, of self-enclosure, self-preoccupation, Wenn wir in einem Gebiet eingeschlossen sind von karmischen Gewohnheiten, von Selbstbegrenzung, von Selbstlokalisierung, then you're going to get a narrow view. dann werden wir immer eine enge, eine begrenzte Sichtweise haben. So the cows have a particular view, the birds have a particular view, we human beings have particular views. Kühe haben eine bestimmte Sichtweise, Vögel haben bestimmte Sichtweise und auch wir als Menschen haben eine bestimmte Sichtweise. As humans, we probably have a more complicated view than many other animals. Als Menschen haben wir vielleicht deutlich kompliziertere Ansichten als jetzt viele Tiere. Culture, gender, age, education, belief system, all of these influence our view. Kultur, Geschlecht, Erziehung, Ausbildung, unsere Glaubenssysteme, all das beeinflusst natürlich unsere Sichtweise. But what he's saying here is the view that you have in samsara doesn't have to be changed by going anywhere else. Aber was es hier ausdrückt, ist, dass die Sichtweise, die wir im Samsara haben, nicht in irgendeiner Weise verändert werden muss, indem wir irgendwo anders hingehen. Samsara is itself a misapprehension of the natural state which is always here. Samsara selbst ist ein Missverständnis des natürlichen Zustandes, der ja immer schon da war. Samsara is the view from the deluded here, or the ersatz here. And when you are actually where you are, samsara is self-purified. Samsara ist sozusagen die getäuschte Sicht, die Ersatzsicht von hier. Wenn wir erkennen, wo wir sind, dann wird Samsara sozusagen auf natürliche Weise gereinigt. Just as in the example we had yesterday, if you're in your bed sleeping and you're in a dream, wenn wir in unserem Bett, wie im gestrigen Beispiel, schlafen und wir sind im Traum, the dream is where you're located. Dann ist der Traum da, wo wir sind. Actually, you're located in your bed. Aber in Wirklichkeit befinden wir uns in unserem Bett. The dream is a kind of deluding location. Der Traum ist eine Art getäuschte Lokalisierung. You can't actually go to any of the places in the dream. Man kann nicht tatsächlich zu irgendeinem dieser Orte im Traum hingehen. Ungraspable, illusory forms changing. Das sind ungreifbare, illusorische Formen, die der Veränderung unterworfen sind. In the same way, samsara is purified in its own place by seeing what its own place is. That is to say, staying present in the natural awareness and experience that without changing outer phenomena, everything is different. Mit anderen Worten, Samsara kann an ihrem eigenen Ort gereinigt werden, indem man an ihrem Ort tatsächlich verweilt oder gegenwärtig in dem Erscheinen oder in dem Aufkommen von Phänomenen bleibt, ohne zu versuchen, in irgendeine Weise einzugreifen oder irgendetwas zu verändern. And this is where Dzogchen is very different from other views. It says everything is pure from the very beginning. Und in dieser Hinsicht ist Dzogchen wirklich sehr anders als jede andere Sichtweise, indem es sagt, alles ist rein von allem Anfang an. You are pure from the very beginning. Und auch wir sind rein von allem Anfang an. Your neurosis is pure. Auch die Neurose, die wir haben, ist Your rein. fear is pure. Angst ist rein. Your stupidity is pure. Dummheit ist rein. None of these limiting factors actually limits anything. Keiner von diesen begrenzten Faktoren begrenzt in Wirklichkeit irgendetwas. It's a bit like if you're in a dream and it turns into a nightmare and you're frightened by this, oh my God. Das ist ein bisschen wie wenn wir träumen und dieser Traum verwandelt sich in einen Albtraum und dann sind wir sehr erschrocken und fürchten uns. The one who is frightening you doesn't really exist and you in the dream also don't really exist. Derjenige, der uns erschrickt, existiert nicht wirklich und der Erschrockene existiert auch nicht wirklich. In that way, if you really can see that all the limitations of your existence are an illusion, there is nothing to be purified. Und wenn wir wirklich erkennen können, dass all die Begrenzungen unserer Existenz eine Illusion sind, gibt es auch nichts, was gereinigt werden müsste. Of course, that's not just a concept. As a concept, that's the devil's path. Das ist kein Konzept. Als Konzept wäre das der Pfad des Teufels.
Because then you start thinking, well, it's fine, I can do what I like, and that way lies madness. Denn dann könnte man denken, ich kann tun, was ich will und alles ist in Ordnung. Und das ist der Weg der Geisteskrankheit. But as an experience, if you sit and you really observe yourself, and you, without running away, without fusing into, if you just stay present and observe all the different aspects of your existence, you find yourself liberating. Aber als Erfahrung, wenn man wirklich gegenwärtig bleibt, wenn man weder wegläuft von der Erfahrung noch mit der Erfahrung fusioniert, verschmilzt, wird man erkennen, dass so if you stay with that, then you find that everything is self-liberating. Okay. All that you seem to limit you is self-liberating. Alle diese Begrenzungen stellen sich dann als aus sich selbst befreiend heraus. So it says, you will be freed from the bindings of samsara and nirvana. You will abide in the state free of activity and effort. Hence, with it you have the state of the natural mode without need of meditation. Dann heißt es hier also, du wirst von den Fesseln von Samsara und Nirvana befreit sein. Du wirst in den Zustand verweilen, der frei von Aktivität und Anstrengung ist. Daher heißt es, mit diesem hast du den Zustand der natürlichen Seinsweise, ohne dass du meditieren musst. We've already touched on this. When we feel, I want to improve myself, I want to be maybe more kind and more generous. Und wir sind ja darauf schon eingegangen, also wenn wir zum Beispiel das Gefühl haben, wir müssen uns in irgendeiner Weise verbessern, selbst verbessern, wir müssten gütiger werden oder großzügiger werden. That's a very nice thing to wish. Das ist natürlich ein schöner Wunsch. But it won't take you to nirvana. Aber der wird uns nicht ins Nirvana tragen. You're developing an aspect of energy, of manifestation. Wir entwickeln hier lediglich einen Aspekt der Energie oder der Manifestation. So, when he's saying you'll be free of the bindings of samsara and nirvana, the binding of nirvana is the idea that it's a happy place, a good place to get to, and it's far away. Wenn es also hier von den Fesseln von Samsara und Nirvana gesprochen wird, was jetzt das Nirvana betrifft, dann ist Nirvana insofern eine Fessel, wenn wir die Vorstellung haben, dass das irgendein glücklicher Ort ist, an dem wir sein könnten, glücklich sein könnten und der aber weit weg ist. So, we are free from these bindings when we realize that samsara and nirvana are concepts. Wir sind frei von diesen Fesseln, wenn wir erkennen, dass Samsara und Nirvana Konzepte sind. And that the mind itself, our own direct experience, is inexpressible. Und dass der Geist selbst, unsere unmittelbare Erfahrung, jenseits von Ausdruck ist. These words are all just signs pointing in the direction of something. Und diese ganzen Worte sind lediglich Zeichen, die in eine bestimmte Richtung von etwas weisen. But the natural openness in being ungraspable is not an object that can be referred to by language. Aber die natürliche Offenheit, die ungreifbar ist, ist kein Objekt, auf die man durch Sprache Bezug nehmen könnte. And then he says you'll abide in a state free of effort and activity. Dann heißt es hier, wir verweilen dann in einem Zustand frei von Anstrengung und Aktivität. That doesn't mean that nothing happens. Das bedeutet nicht, dass da nichts geschieht. The Dzogchen meditators build mountain retreats, they build monasteries, they build stupas, they do all kinds of things. Dzogchen-Meditierende bilden Bergretreat-Hütten, sie bilden Klöster, oder bauen Klöster, sie bauen Stupas und machen viele andere Dinge. It's that there is no demand that the activity be used as a justification or a proof of value. Was hier ist, dass es da keine Anforderung gibt, dass Aktivität benutzt wird als, sozusagen als ein Beweis oder als ein Zeichen von Wert. That is to say, when the mind is running free, we don't need to harness the energy. In the same way, when the water flows down the mountain, you don't need to turn it into a hydroelectric scheme. In anderen Worten, wenn der Geist frei läuft, müssen wir die Energie nicht unbedingt in irgendeiner Weise nutzen. In der gleichen Weise, wie man nicht unbedingt einen Wasserfall unbedingt dazu benutzen muss, ein Elektrizitätswerk dran zu bauen. But when something needs to be done, then the activity can be channeled. Wenn aber etwas getan werden muss, dann kann die Aktivität auch kanalisiert werden. So, it's the effort and activity that he's describing here
is our habitual need to do things in order to show ourselves and other people that we are good people, kind people, thoughtful people, that our lives are meaningful. Die Aktivität, die hier angesprochen ist, die Aktivität, die wir glauben tun zu müssen, um uns selbst und anderen zu beweisen, dass wir irgendwie gute Leute sind, Leute von Wert sind, gütige Leute, freundliche Leute und was immer wir dann an Selbstbildern haben. And so he says this, then you come to abide in the Dharmakaya, the natural mode, free of meditation. Und dann heißt es, man kommt dadurch dazu zu verweilen in dem natürlichen Modus des Dharmakaya, der frei von Meditation ist. That is to say, you don't have to be setting out to achieve anything. Das heißt, wir müssen nichts irgendwie vorherbestimmen, um irgendetwas zu erreichen. So you might think, oh, I get distracted easily, I want to improve that state. Wir könnten zum Beispiel denken, oh, ich werde leicht abgelenkt, ich muss diesen Zustand verbessern. From this point of view, you can do that or not. Von diesem Standpunkt aus können wir das tun, aber auch nicht tun. Why do you want to be less distracted? Warum wollten wir denn weniger abgelenkt sein? Oh, I find that when I drive my car very fast on the autobahn, I almost crash into people. Oh ja, ich stelle fest, dass wenn ich mein Auto sehr schnell auf der Autobahn fahre, dass ich dann beinahe Unfälle baue. Then we say, please do this meditation and develop more focus of your mind. Dann werden wir natürlich sagen, bitte mache diese Meditation und entwickle ein bisschen mehr Fokus im Geist. But in Dzogchen itself, he says, whether the mind is focused or distracted, whether it's happy or sad, under all conditions, don't react to the form that is arising, stay on the one who is having the experience. Aber im Dzogchen heißt es grundsätzlich, ob der Geist jetzt konzentriert oder zerstreut ist, ob er glücklich oder traurig ist, bleibe unter allen Umständen präsent in dem Erscheinen und versuche nicht die Erfahrung zu verändern, sondern bleibe präsent in der Erscheinung der Erfahrung. This is an absolutely central point, because as long as you think, oh, it's not good that I am unkind, das ist ein absoluter zentraler Punkt, denn solange wir denken, es ist nicht gut, dass ich nicht gütig bin, this is the discourse of the ego. dann ist das der Diskurs des Ego. If you become more kind, other people will like you more. Wenn ich gütiger werde, dann werden mich andere Leute mehr mögen Life will be better, und das Leben wird besser sein. and then you will die. Und dann werden wir sterben. This is not the issue of Dzogchen. Und das ist aber nicht das Thema von Dzogchen. Because maybe sometimes when you're sitting, you find that your mind is full of very selfish thoughts. Denn manchmal, wenn wir da sitzen, können wir vielleicht herausfinden, dass unser Geist voller selbstbezogener Gedanken ist. Maybe you find yourself full of bitterness and rage. Vielleicht finden wir, dass wir voller Bitterkeit und Wut sind. This is not a sign that there is a fault in your meditation. Das ist kein Zeichen dafür, dass ein Fehler in unserer Meditation ist. It's not a sign that you are a bad person. Und es ist auch kein Zeichen dafür, dass wir ein schlechter Mensch sind. It's just a sign that this is what's coming in your mind. Es ist nur ein Zeichen dafür, dass das gerade das ist, was in unseren Geist kommt. It doesn't mean anything about who you are. Und bedeutet nichts bezüglich dessen, wer wir sind. The mind itself cannot be defined by its content. Der Geist selbst kann nicht definiert werden durch seinen Inhalt. If you really get this point, you will see how completely different Dzogchen is from other meditation systems. Wenn wir diesen Punkt bekommen, dann werden wir sehen, wie vollständig anders Dzogchen von allen anderen Meditationssystemen ist. And the freedom comes when you recognize nothing that arises in the mind contaminates the mind. Und die Freiheit entsteht, wenn wir wirklich erkennen, dass nichts, was im Geiste entsteht, den Geist kontaminieren, verschmutzen kann. No reflection that arises in the mirror, no matter how disgusting or debased, contaminates the mirror. Keine Spiegelung, die in einem Spiegel entsteht, ganz gleich wie widerwärtig oder niederträchtig sie sein mag, kann den Spiegel selbst verschmutzen. So what he's saying is meditation is a means to an end. Was es also ausdrückt, ist, dass Meditation ein Mittel zum Zweck ist. But if you abide in the view of Dzogchen, the end is already there. Wenn wir aber in der Sichtweise von Dzogchen verweilen, dann ist der Zweck bereits erfüllt. The mind is pure from the very beginning. Der Geist ist rein von allem Anfang an It doesn't need to be improved. und muss nicht verbessert werden. And therefore, the ego's tendency to want to improve things, to make them better,
is just the turbulence of samsara. Und daher ist die Tendenz des Ego, Dinge zu verbessern, Dinge besser zu haben, ist nichts anderes als die Turbulenz von Samsara. So if we get that point of the nature of the mind itself, then with our energy we are free to respond to situations as is appropriate. Wenn wir also diesen Punkt von der Natur des Geistes selbst bekommen, dann sind wir frei, mit unserer Energie dann in Situationen so zu reagieren, so zu antworten, wie es angemessen ist. Probably in about 90% of all the situations we encounter, being warm and friendly and kind is the best. Wahrscheinlich in 90% der Situationen, denen wir begegnen, ist das Beste, warmherzig, freundlich und gütig zu sein. Therefore, on the level of connection and communication and energy, it's good to develop capacity for warmth and kindness. Daher ist es auf der Ebene von Austausch, von Verbindung, von Kommunikation gut, tatsächlich auch die Fähigkeit zu Güte und zu Verbundenheit, zu Wärme zu entwickeln. But according to Dzogchen, you don't have to develop this in an artificial way by reciting "May all sentient beings be happy" and doing Tonglen and so on. Aber gemäß dem Dzogchen müssen wir das nicht auf eine künstliche Art und Weise entwickeln, indem wir rezitieren, dass alle Wesen glücklich sein mögen oder Tonglen zu praktizieren. Of course, the more openness there is, the more there is the immediacy of self-liberation. And so rough and crude attitudes, which require a spiraling inwards, just dissolve by themselves. Denn je mehr Offenheit es da gibt, desto mehr Selbstbefragung gibt es auch. Und so würden auch grobe, derbe Haltung, Einstellungen, die normalerweise sozusagen in sich selbst zurückspiralen würden, auch diese würden sich sozusagen aus sich selbst heraus auflösen. Then he says, if you don't have the confidence of this style of liberation, then although you may proudly believe in your highest view and profoundest meditation, it will not benefit your mind, it will not antidote the afflictions, and so it is not the pure path. Dann heißt es hier weiter, wenn du kein Vertrauen und keine Zuversicht in diesem Stil der Befreiung hast, dann magst du noch so stolz an deine höchste Sichtweise und tiefgründigste Meditation glauben, es wird deinem Geist keinen Nutzen bringen. Du wirst nicht in der Lage sein, den Plagen entgegenzuwirken, und daher ist dies nicht der reine Pfad. Confidence here means the experience, the direct experience. Und Zuversicht oder Vertrauen bedeutet hier die unmittelbare Erfahrung. Well, you can learn a lot about Dzogchen and be able to speak all the words, but if you directly don't experience the liberation, then there won't be much benefit. Man kann natürlich viel über Dzogchen lernen und sogar vielleicht fähig sein, die ganzen Worte irgendwie hervorzubringen, die das darstellen. Aber wenn man nicht die unmittelbare Erfahrung darüber hat, wenn man nicht die unmittelbare Erfahrung davon hat, dann wird das alles gar keinen Nutzen haben. Then all that you learn about Dzogchen will simply become a kind of clothing that you wrap around the nakedness of the mind, obscuring it even further. Dann wird alles, was wir über Dzogchen lernen können, zu einer Art Kleidung werden, die wir um die Nacktheit des Geistes herumhüllen und ihn auf diese Weise sogar noch weiterhin noch mehr verdunkeln. And there is no real benefit in this, and it won't deal with the afflictions. Und darin liegt kein Nutzen, und es wird uns auch nicht helfen, in Bezug auf die Plagen irgendwie besser umgehen zu können. Because the real antidote to the afflictions is to directly see their illusory nature. Denn das wirkliche Gegenmittel gegen die Plagen ist ihre illusorische Natur zu erkennen. As long as you take the afflictions to be real and yourself as real, and there being a strong connection or bond between the two, you are wandering in samsara. Solange man die Plagen für real hält und sich selbst auch für real hält und glaubt, dass es da eine ganz starke Verknüpfung zwischen den beiden, also die Plagen und sich selbst gibt, wandern wir in Samsara umher. However, he says, if you have this essential point of the self-arising, self-liberating, then even if you have not an atom's worth of ability to grasp the highest view or to stabilize the profoundest meditation, it is impossible for you not to free your mind from the bonds of duality.
Dann heißt es aber ferner hier, wenn du aber über diesen essentiellen Punkt des Selbstentstehens und der Selbstbefreiung verfügst, dann wird es, selbst wenn deine Fähigkeit, die höchste Sichtweise zu begreifen oder die profundeste Meditation zu stabilisieren, nicht einmal von der Größe eines Atoms ist, unmöglich sein, dass du deinen Geist nicht aus den Fesseln der Dualität befreien kannst. This is the point where we should set off fireworks and throw flowers in the air. Hier ist der Punkt, an dem wir eigentlich jetzt Feuerwerke abschießen und Blumen in die Luft werfen sollten. Because here he is speaking to people like us. Denn hier spricht er zu Leuten wie uns. All these big words that we don't really understand. Dass all diese großen Worte, die wir nicht wirklich verstehen. And our own mind is wandering here and there when we sit for the meditation. Und dass unsere Geister da und dorthin geht, während wir in Meditation sitzen. He says, you don't worry about that. Er sagt, macht euch darüber keine Sorgen. Don't fall into the trap of making more effort to improve your situation. Geh nicht in die Falle der Anstrengung, die Situation in irgendeiner Weise verbessern zu wollen. Again and again, just relax and be present with the one who is experiencing the arising and passing of phenomena. Wieder und wieder entspanne, sei präsent, gegenwärtig mit dem, was erscheint und sei derjenige, der das Kommen und Gehen von Phänomenen oder mit dem Kommen und Gehen von Phänomenen präsent ist, gegenwärtig ist. It is not the content of the mind that validates success. Es ist nicht der Inhalt des Geistes, der in irgendeiner Weise Erfolg bestätigt, gültig macht. That's the really essential point. Das ist der wirklich essentielle Punkt. Because otherwise you can go into sadness and despair that even after years of practice you still have turbulent thoughts or dull thoughts. Denn sonst könnte man in Traurigkeit oder Verzweiflung geraten, dass man sogar nach Jahren von Praxis immer noch traurige oder stumpfsinnige Gedanken hat. If I did better, then it wouldn't be like this. Wenn ich nur besser gearbeitet hätte, dann wäre das nicht so. This is the view of duality. Das ist die Sichtweise der Dualität. He says, just relax, open, be present with what is there, and everything will liberate by itself. Er sagt einfach, entspanne, sei gegenwärtig mit dem, was da ist, und dann wird alles aus sich selbst befreit. And if you do that, it will be impossible for you not to free your mind from the bonds of duality. Und wenn du das tust, dann wird es unmöglich sein, deinen Geist nicht aus den Fesseln der Dualität zu befreien. So then he says, if you go to a land of gold, then even if you search, you will not find ordinary earth or stone. Dann heißt es hier, wenn du in das Land des Goldes gehst, wirst du selbst, wenn du danach suchst, keine gewöhnliche Erde oder gewöhnlichen Steine finden. And similarly, when stillness and movement and all thoughts arise in meditation, even if you search for bewilderment and error, you will not find them. In der gleichen Weise, wenn Stille und Bewegung und alle Gedanken als Meditation erstehen, wirst du selbst, wenn du nach Verwirrung oder Fehlern suchst, diese nicht finden können. In a land of gold, everything is made of gold. In einem Land des Goldes ist alles aus Gold gemacht. When you explore the nature of your mind, you can do it just as we began today. You do this simple 3R practice. Wenn wir die Natur des Geistes erforschen, und das kann man machen, indem man einfach diese 3A-Praxis macht. And then very gently take up these questions. Where is my mind resting? Und dann sehr sanft diese Frage aufgreift, wo ruht mein Geist? Where does it come from? Woher kommt er? Where does it go to? Wo geht er hin? What size is it? Welche Größe hat er? Does it have a shape or color? Hat er eine Form oder eine Farbe? And you investigate this again and again. Wenn wir diese Frage wieder und wieder erforschen, You will see the mind has no limit. werden wir erkennen, der Geist hat keine Grenzen. The mind is everywhere. Der Geist ist überall. It's always already everywhere. Es ist immer und überall schon da. The mind itself is the land of gold. Der Geist selbst ist das Land des Goldes. It's open and empty. Offen und leer. What do you find in that land? That everything is open and empty. Was in einem solchen Land gefunden werden kann, ist, dass alles offen und leer ist. So he's saying, no matter what's happening, stillness, movement, all these different thoughts, all you will find is the radiance of the Dharmakaya. You won't find any error or bewilderment.
Und daher sagt er, was immer wir da finden können, Stille oder Bewegung, all diese verschiedenen Gedanken, all diese Dinge sind nichts anderes als die Strahlkraft des Dharmakaya. Und darin wird es nicht möglich sein, irgendeinen Fehler oder Irrtum zu finden. But of course, if you lose sight of this ground and you become involved in what is arising, you'll find many different kinds of stones. Nur natürlich die Sicht für den Grund verliert und sozusagen sich verwickelt in das, was entsteht, dann wird man natürlich viele verschiedene Arten von Steinen finden. So then he says, therefore, this is like a standard test by which you can see whether or not you have reached the essential point of true practice. Therefore the text says, to abide in the confidence of liberation is the third essential point. Dann heißt es hier, daher ist dies eine Art Standardtest, mit dessen Hilfe du sehen kannst, ob du den essentiellen Punkt der wahren Praxis erreicht hast oder nicht. So sagt der Text, zuversichtlich im Zustand der Befreiung zu verweilen, ist der dritte essentielle Punkt. So you can use this for yourself. Und so können wir das also für uns selbst gebrauchen. Again and again, these short teachings on Dzogchen point to the fact you don't need to get many different teachings. Wieder und wieder verweisen diese kurzen Dzogchen-Unterweisungen darauf, auf die Tatsache, dass es nicht nötig ist, viele verschiedene Unterweisungen zu bekommen. If you learn to look, your mind will show you all you need to learn. Wenn wir lernen zu schauen, dann wird unser Geist uns alles das, was wir zu lernen brauchen, auch zeigen. But only you can do the work of looking at your mind. Aber nur wir selbst können die Arbeit durchführen, den eigenen Geist anzuschauen. So, getting endless teachings on this, going to see different teachers, it's useful for some time, but the main thing is to do the practice yourself. Also endlose Lehren zu bekommen, endlose Lehrer aufzusuchen, ist vielleicht in einer gewissen Phase nützlich, aber der entscheidende Punkt ist dann, irgendwie selbst die Arbeit der Meditation auszuführen. And generally at first we find that we are just ceaselessly involved in the thoughts and feelings that are coming and going. Und was wir dann im Allgemeinen als erstes herausfinden, ist, dass wir unendlich involviert sind in all diese unaufhörlichen Gedanken und Gefühle, die da kommen und gehen. Because this is what we have learned to do in the outside world. Denn das ist das, was wir in der äußeren Welt auch zu tun gelernt haben. It's like when the water flows down the mountain, you can dig a channel and take it down to the flour mill. Es ist wie wenn das Wasser den Berg herabströmt, können wir einen Kanal, einen Tunnel graben und das Wasser kanalisieren in eine Mühle, eine Getreidemühle. The water comes into the big wheel and it fills the buckets and then the wheel starts to turn. Das Wasser kommt dann auf ein großes Rad, füllt diese Vertiefungen, Taschen sozusagen und dann fängt an, das Rad sich zu drehen. And as the wheel turns, it moves the crankshaft, which inside the building turns the big stone wheels that grind the corn. Dann, das sich drehende Rad dreht dann eine Achse und diese Achse, die dreht dann wieder den großen Mühlenstein innerhalb des Gebäudes. When someone brings their bag of corn to the miller, Wenn jemand dann seinen Sack voller Getreide zum Müller bringt, he goes out and he opens the water so it starts to turn the wheel. dann geht der Müller raus, öffnet die Schleuse und das Wasser beginnt die Mühle zu drehen. Then he grinds the corn. Dann mahlt er das Getreide. Then he goes out and he closes the water so the wheel stops turning. Dann geht er wieder raus und schließt die Schleuse und das Rad hört auf sich zu drehen. This is very good advice. Das ist ein sehr guter Rat. When there is something to do, Wenn es etwas zu tun gibt, then you do it. dann tu es doch. The rest of the time you just let the mind be as it comes. Und den Rest der Zeit überlass doch den Geist so sein, wie er ist. If you remember this term we looked at yesterday, rangbap, just like the water tumbling down the hillside. Ihr erinnert euch an den Begriff, den wir gestern angeschaut haben, Rangbach, also Selbstfallen. So wie das Wasser, das einfach den Hügel runterfließt. It's just stuff. Allow it to be as it is. Es ist einfach nur Zeug, lass es einfach so sein, wie es ist. And when the situation arises, you can channel that energy into something useful. Und wenn die Situation aufkommt, dann können wir unsere Energie in etwas Nützliches kanalisieren. But to keep the wheel turning 24 hours a day, even when there is no corn to grind, is just the busyness of samsara. Aber das Mühlrad 24 Stunden am Tag sich drehen zu lassen, selbst wenn es kein Getreide gibt zu mahlen, ist nichts anderes als die Geschäftigkeit des Samsara. So he's saying,
You yourself can see for yourself your own process. Und damit heißt es, man selbst für uns selbst, wir selbst für uns selbst können den wirklichen Prozess sehen. Teachings like in this book, they give you the guidelines for how to look. Die Lehren in einem solchen Buch geben uns lediglich Richtlinien, wie man schauen kann. And if you look, you will see. Und wenn du schaust, dann wirst du sehen. But if you believe, you won't see. Aber wenn du glaubst, dann wirst du nicht sehen. If you put the book on the top of your head, it won't do anything. Wenn du das Buch auf deine Kopfspitze packst, dann wird es nichts bewirken. The main thing is to apply it. Das Wichtigste ist, es anzuwenden. And so this, he brings to this third point of Garab Dorje. To abide in confidence of liberation is the third essential point. Und das bringt ihn zu dem dritten Punkt von Garab Dorje. Zuversichtlich im Zustand der Befreiung zu verweilen, ist der dritte essentielle Punkt. So these 3 points again. The first is to directly recognize this nature of the mind. Also hier sind die 3 Punkte nochmal. Der erste ist unmittelbar die Natur des Geistes zu erkennen. The second is not to follow after doubts and different ideas and be distracted, but just to remain in the practice. Der zweite ist nicht den Zweifeln und verschiedenen anderen Ideen zu folgen, abgelenkt zu sein, sondern einfach in der Praxis zu bleiben. And the third point is to develop the practice or the confidence that whatever is occurring internally when you do the practice or as you move about in the world, everything that arises is self-liberating in this natural openness of the mind. Und der dritte Punkt ist dann die Zuversicht, das darauf Vertrauen, dass was immer erscheint, ganz gleich, ob das jetzt intern in der Praxis, wenn wir meditieren oder außen in der Welt, was immer erscheint, aus sich selbst befreit wird. So then he says, these 3 essential points are the unerring, vital, sufficient practice which maintains the view, meditation, conduct and result of the natural great perfection in the state of direct awareness. And so it's also an instruction in meditation and conduct. Und dann heißt es hier, diese 3 essentiellen Punkte sind die fehlerlose, vitale und alleine genügende Praxis, welche die Sichtweise Meditation, das Verhalten, das Resultat der großen natürlichen Vollendung im Zustand der unmittelbaren Bewusstheit aufrechterhält. Daher stellen sie auch eine Unterweisung über Meditation und Verhalten dar. So in brief he's saying all that you need is in this small text. Also kurz gesagt, alles was man braucht, ist in diesem kurzen Text enthalten. Now, one of the ideas we looked at yesterday was that what obscures us or what hides our natural condition from ourselves is in fact just the radiant creativity of the mind itself. Und das eine der Ideen, die wir gestern schon angeschaut haben, ist, dass was uns verdunkelt, was unsere eigene Natur vor uns selbst versteckt, ist nichts anderes als die strahlende Kreativität dieses Geistes selbst. A bit like children of 6 or 7 at a birthday party. Ein bisschen wie die Kinder so etwa im Alter von 6, 7 auf einer Geburtstagsparty. They become very excited and run around and start screaming and making a lot of noise. Sie sind sehr aufgeregt und rennen umher und fangen an zu schreien und viel Lärm zu machen. The adults always trying to calm them down. Und die Erwachsenen versuchen sie mal ein wenig zu beruhigen. In the same way, each of us has a great deal of creativity. In der gleichen Weise hat jeder von uns auch eine ganze Menge Kreativität. And Buddhism has been around a long time. Und der Buddhismus ist auch schon lange Zeit hier. Generation after generation of meditators and yogis and lamas and so on. Generation für Generation von Meditierenden, Yogis und Lamas und so weiter. And some of these nuns and monks and so on put their ideas in writing. Und einige von diesen Mönchen, Nonnen und so weiter, die haben ihre Ideen schriftlich niedergelegt. So there are a lot of practices. Es gibt also eine ganze Menge Praktiken. All of these practices are expressions of inspiration. Und alle diese Praktiken sind Ausdrücke von Inspiration. All of them are valid. Und sind gültig. They're not bad. Oder sie sind auch nicht schlecht. But they are the fruits of someone's experience. Aber sie sind Früchte von der Erfahrung von jemandem. The question is, for us to get into a state where we have a fruit, what is the necessary path we need? Aber die Frage ist, damit wir selbst in die Situation kommen, eine Frucht zu haben, was ist der notwendige Pfad dafür? What he is saying here is
go for the main point. Was er hier sagt, ist, halte dich an den Hauptpunkt. There are many additional features which you can add into this. Es gibt da viele zusätzliche Merkmale, die man da hinzufügen könnte. And sometimes we do that, sometimes not. Manchmal machen wir das, manchmal auch nicht. You can add refuge, bodhicitta, you can add preliminary practices of various kinds. Man kann Zuflucht, Bodhicitta hinzufügen, man kann viele verschiedene Arten von vorbereitenden Übungen hinzufügen. But these aren't the essential point. Aber diese sind nicht der essentielle Punkt. He says if you get these three essential points, everything else will come automatically. Er sagt, wenn du diese 3 essentiellen Punkte bekommst, dann wird alles andere automatisch nachfolgen. So the question is, well, am I ready to do this practice? Dann stellt sich natürlich die Frage, bin ich denn bereit, eine solche Praxis auszuführen? Shouldn't I do some preparation first? So sollte ich nicht zunächst mal ein wenig Vorbereitung machen. But what Patrul Rinpoche is saying is there is nothing to prepare for. Aber was Patrul Rinpoche sagt, ist, dass es da eigentlich nichts gibt, wofür man sich vorbereiten kann. He says, all I'm saying is, don't be so busy. Er sagt, alles was ich sage, ist, sei nicht so beschäftigt. Why should that be so hard? Warum sollte das so schwierig sein? Just sit quietly, don't be too busy, don't be involved, Setz dich einfach ruhig hin, sei nicht zu beschäftigt, nicht zu sehr verwickelt and just look and see what's happening. und dann schaue, was passiert. How many PhDs do you need before you can do that? Wie viele Doktortitel wollen wir haben wollen, um das tun zu können? So, this is very important. If you construct a story about yourself that you are inadequate, then you can spend a lot of time doing so-called preliminary practices. Das ist sehr wichtig zu sehen, dass wenn wir eine Geschichte von selbst konstruieren, in der wir als inkompetent oder unfähig vorkommen, dann können wir natürlich eine Menge Zeit verbringen, diese vorbereitenden Übungen zu machen. But as I was just pointing out, say you have a situation like becoming distracted very easily. Wie ich schon zuvor sagte, angenommen, wir hätten eine Situation, dass wir sehr leicht abgelenkt sind. And then you think, I really need to learn how to meditate. Dann denken wir, ich muss wirklich lernen, wie man meditiert. He's saying, no, this is not a helpful understanding. Und er aber sagt, nein, das ist kein hilfreiches Verständnis. Just relax and stay present with the one who is distracted. Entspanne dich bloß und bleibe gegenwärtig mit demjenigen, der abgelenkt ist. If you do that, then the one who observes the distraction will not be distracted, and the distraction will self-liberate. Wenn du das machst, dann wird derjenige, der das Abgelenktsein beobachtet, nicht abgelenkt sein und die Abgelenktheit selbst wird sich selbst befreien. This is the heart of the Dzogchen practice, and there are a couple of other texts in this book, the Yogi's Handbag book, which describe that method. Das ist das Herz der Dzogchen-Praxis und es gibt in diesem Buch im Handgepäck eines Yogis einige andere Texte, die genau diese Praxis auch beschreiben. And the book will hopefully be reprinted this year. Und wir hoffen, dass das Buch dieses Jahr noch wieder aufgelegt wird. Okay, so we have a break now, and we can come back at 12. Wir haben jetzt eine Pause bis 12.